In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Gipsformen für meine gesamten Projekte immer wieder gieße. Ich hatte die Gelegenheit, gebraucht, einen ganzen Satz von diversen Formen zu bekommen. Das waren zwei unterschiedliche Mauersteinvarianten, diverse Säulen. Es war eine Form dabei mit Treppen und Abdeckplatten, sodass ich erstmal hier ein ganzes Sortiment zur Verfügung habe. Die Formen bestehen wohl aus weißem Silikon, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich gehe als erstes immer hin, wenn sie einigermaßen gesäubert sind, dass ich mir die Formen ausspritze, hier mit so einer kleinen Spritzflasche. Das ist im Grunde nur Wasser mit einem Spritzer Spülmittel drin, als Trennmittel, um nachher meinen Gips besser rauszubekommen. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das vorher mache, dass ich meine gegipsten Teile nachher im trockenen Zustand da einfach besser rausbekomme und dass die Form einfach ein bisschen geschont wird. Andere machen das nicht, aber ich habe damit immer ganz gute Ergebnisse erzielt. Dann hatte ich von früheren Arbeiten noch alte Gipsreste im Keller, sodass ich mir hier nichts kaufen musste. Das Ganze wird hier im Verhältnis 2:1 gemischt, das heißt 2 Teile von dem Gipspulver und 1 Teil Wasser. Aber da muss man dann natürlich nachher gucken, bei jedem Gips, den ihr da verwendet, wie die Mischungsverhältnisse da angegeben sind. In meinem Fall bedeutet das hier 100 Gramm von dem Gipspulver und 50 Gramm kommen dann an Wasser dazu. Das Ganze wird jetzt relativ zügig vermischt, weil die Verarbeitungszeit ist hier auf der Packung angegeben nur mit 10 bis 12 Minuten. Und ich versuche das dann möglichst schnell auch in die Form einzugeben, damit mir das Ganze nicht schon wieder antrocknet. Ich lege mir hier prinzipiell nochmal so eine Art Zewa-Tuch drunter. Wenn man nämlich nachher oben die Oberfläche abzieht, zieht man den ganzen Teil von dem überschüssigen Gips zur Seite runter und das entsorge ich dann sozusagen direkt auf dem Papier. Dann wird der Gips eingegossen und was ich hier vergessen habe, ist nochmal eine Holzscheibe drunter zu legen. Das hat für mich nachher den Vorteil, wenn ich das Ganze hier ein bisschen aufstoße, um die Luftblasen rauszubekommen, dass ich die Form nicht anfassen muss und sie eventuell nochmal hoch und runter biege. Dadurch, dass die aus Silikon ist die ja sehr flexibel, sondern ich kann dann hingehen und kann die ganze Holzplatte bewegen. Ich gehe kurz hin, rüttel das Ganze, um ein paar Luftblasen hochzubekommen und dann nehme ich hier diese kleine Spachtel, man kann natürlich auch hier anderes nehmen, und gehe die Ränder außen nochmal ab, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Gips hier außen am ehesten noch die Luftblasen behält und sich nicht an die Seitenwände ansetzt. Und das kann man damit einigermaßen in den Griff bekommen. Als nächstes nehme ich ein Lineal, da kann man natürlich auch ein Holz nehmen und ziehe einmal die Oberfläche ab, denn das, was ja hier jetzt die Oberfläche ist, ist nachher die Rückseite und je gerader das nachher abgezogen ist, umso einfacher lässt sich es ohne große Nacharbeiten dann nachher einbauen. Dann rüttle ich nochmal ein paar Luftblasen raus und ziehe noch einmal mit dem Lineal drüber und lasse das Ganze trocknen. Bei meinem Gips sind das ungefähr 20 bis 25 Minuten. Dann hebe ich hier schon die Form ab. Der Gips ist jetzt natürlich noch nicht durchgetrocknet, deswegen ganz vorsichtig, aber ich habe den Eindruck, dass das nachher gleichmäßiger abtrocknet, wenn ich den noch relativ feucht aus der Form nehme. Fange an, das Ganze leicht an den Ecken zu biegen und zu knicken, sodass die Seiten hier lösen, um dann Stück für Stück die einzelnen Teile aus der Form zu lösen. Und das sind dann die ausgeformten Teile, wie gesagt, bei meinem Gips ca. 20 bis 25 Minuten in der Form. Dadurch, dass ich mehrere Formen habe, gieße ich in der Zwischenzeit die anderen auf, sodass das ein sozusagen Hand in Hand gehen ist und man innerhalb von einer Stunde doch relativ viele Formen hier durchgießen kann. Und das sind dann die Teile, die ich innerhalb von einer Stunde ungefähr gegossen habe. Und hier ist das Ergebnis dann nochmal ordentlich fotografiert. Und man kann sehen, was wir hier für eine schöne Struktur in den Wänden haben und die Steine so richtig schön herausgearbeitet sind. Ist für mich wesentlich interessanter als diese geprägten Papp- oder Kunststoffplatten, die zum Teil zwar auch recht schön sind, aber dann im Verhältnis, finde ich, zu teuer, da man den Gips hier problemlos dauerhaft nachgießen kann. Und wenn man einmal die Form erstellt oder gekauft hat, dann kann man hier fast unendlich mitarbeiten. Ja, und das ist sozusagen meine Variante, wie ich mir meine Gipsform hier gieße. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.